Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Autolackaffen, zu diesem neuen Video. Game Show ist vorbei. Es waren knapp 3 Stunden voller Spaß, Spiel und Spannung, hoffe ich. Wir wollen noch mal so den Stream so ein bisschen Revue passieren lassen. Deswegen habe ich euch beide noch mal hier eingeladen und wir wollen einmal so ein bisschen durchscrubben. Ich bin ein bisschen traurig, dass du deinen Anzug schon ausgezogen hast. Ja, es ist so ein bisschen gemütlicher. Also es war wirklich, ich hasse Anzug. Also ja. Aber stand dir. Danke, vielen Dank. Ja, also ich würde sagen, wir gucken mal einfach so rein in den Stream. Starten wir damit. Paul Barz hat mich herausgefordert und es kann nur einen Sieger geben. Wer das sein wird, finden wir am Sonntag, den 3. Oktober, gemeinsam heraus. Paul Barz gegen mich live am Sonntag, 18 Uhr auf YouTube. Ziemlich wild. Ich bin gespannt, wo hier die Richtung hingeht. Das war richtig wild. Das war geil. Das war geil. Der Kopf, wo ich hin möchte. Aber ob ich dahin gelange, ist ziemlich ungewiss. Paul will unbedingt wissen, wer besser ist, ich oder er. Und das wollen wir jetzt gemeinsam rausfinden in der ersten Decon Game Show. Das Ganze wird moderiert von the one and only Marvin von Glossboss. So ist das. Ich bin das also. Von Lars vom Lederzentrum. Ja, moin moin, Lars vom Lederzentrum. So, ich würde sagen, wir scrollen zum Einlauf von Nico. Ja, ich habe das Intro nämlich auch nicht gesehen. Nico, wenn du mich hörst, darfst du bitte gerne die Bühne betreten. Ja, am Anfang gab es auch, also da waren wir alle noch nicht so eingespielt. Ne? Ja. Also am Anfang war es so ein bisschen, aber ich finde es gar nicht schlimm, so ich fand es charmant. Einfach natürlich, einfach natürlich. Ich glaube, wir beide waren noch aufgeregt dahinter, wie als wenn wir hier auf, was weiß ich, für eine Show gehen würden, oder? Ja, auf jeden Fall erstmal. Mein Herz ging erstmal hier. Also bei mir ist es immer so, die 5 Minuten bevor es losgeht, ist das Allerschlimmste, ja, oder? Genau, so, dann gucken wir jetzt mal einmal. Ich will mal meine Bauchbinde einmal sehen. Steht da irgendwas Lustiges? Ja klar, macht sich was auf. Oh, sehr gut. Der Ton von Nico könnte besser sein, ne? Zarte 18 Jahre 31. Der Lars grätscht ein bisschen dazwischen. Ansässig mit der Firma Barz Performance. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal eine Runde mit. Das Intro war echt der Knaller. Ja, bist halt am Überlegen, was machst du, ne? Also bringt ja so einfach ein bisschen spaßig gestaltet und fertig halt so, ne? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Pferdeäpfel auf der Einfahrt waren. Ne? Halleluja. Immer, bei uns werden Lackdefekte besonders gründlich entfernt. Der Kratzer ist weg. Und das war nicht mal mit 10 Grad. Das war einfach weg. So, dann darf ich hier gerne den Paul begrüßen. Paul, auch wenn du mich hörst, komm bitte auf die Bühne. Das T-Shirt, einfach nur geil. Ja, zeig das mal bitte gerne in die Kamera. Aus welchem Video ist das denn? Also gibt's da, ist das Ja, ein das ist auf dem YouTube-Video? Video, ja, das ist auf dem Video da. Luftbläser, Laubbläser, Luftbläser, Laubbläser. Irgendwas, ja. Diesen, ja, auf jeden Fall diesen Bläser. Ja, ich sag mal, mein Büchchen eigentlich schon drin. Ansonsten, klar, wir haben ja jahrelange Vorbereitung in unserem Job. Und ich bin. Hast du die selber gekriegt, ja? Ja. Ja, stehst Darauf jetzt mal war ich da. genauso wenig vorbereitet wie du. Stehst du da wie der Hauptkommissar, ne? Und gerade wenn du dann unter Strom stehst und kommst da raus und dann Frage. Nee, nicht Frage. Komm. Ich selber wusste doch gar nicht, was soll ich sagen, was soll ich, also ich habe mir ja auch keinen Plan fertig gemacht. Ne? Ja, ja. Für mich war genauso, was sage ich denn jetzt? Also die kommen auf die Bühne, was mache ich dann? Ja. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal vielen Dank sagen an die Firma Jochen Schweizer, die Anlage zur Verfügung gestellt haben für das Spiel Da Hoch. war ich sehr irritiert, wie man sieht. Hat genau geklappt, genau wie ich mir das vorgestellt habe, hat es geklappt. Wie habt ihr die Aufgabe empfunden? War die für euch einfach? Habt ihr gedacht, so also wie zur Hölle soll ich denn 37 Grad polieren? Oder also weil 37 Grad ist jetzt für mich so, Körpertemperatur 36 Grad, man kann ja vielleicht ein bisschen fühlen. Denkt man. Aber 37 Grad echt warm, oder? Ja. Also und ich hatte halt echt kalte Hände, ne? Aufgeregt und dann habe ich halt gemerkt, ich hatte kalte Hände. Ich denke, mein erster Versuch war ja auch dann bei 30 Grad, weil ich ja dachte, das ist jetzt Körpertemperatur, aber also vorher dachte ich, das wird jetzt deutlich schwieriger. Beim Machen machst du halt einfach, ne? Und auch die Referenz, du hast davor schon mal gemacht und weißt die Temperatur, aber
am Ende habe ich mich halt orientiert, 37 Grad, okay, was fühlt sich angenehm an? Die 50 Grad sind ja dann schon nicht mehr so angenehm, dann denke ich mal unter der Dusche, ab 40 Grad. Mein allerliebster Liebster, deswegen will ich herkommen. Danke. Ab 40 Grad ist dieser Sperrhahn bei vielen drin, also da wird es schon heiß und dann dachte ich mir, okay, bei 50 Grad nehme ich jetzt das, was ich nicht mehr angenehm finde. Und dann 88 oder 85 Grad wusste ich halt, okay, es wird einfach heiß. Genau. Ich finde, da weiß man ja gar nicht, da hat man absolut 0 Anhaltspunkte. Aber trotzdem krass, wie dicht, also, das war dicht, also ich sag mal, egal welche Zahlen, waren ja alle relativ dicht. Ich dachte, wir kommen vielleicht auf 5 Grad ran, ne? Außer natürlich erste Mal, da waren es ja 134. Da waren es 134, ja. Vielen Dank. War ein cooles Spiel, hat Spaß gemacht. War interessant, fand ich auch. Und ja, das war ein überraschendes Spiel, ne? Die Gefühlsprobe. So krass. Das fand ich auch so krass, weil ich dachte, es gibt dann schon eine Lernkurve, dass ihr das, also weil ihr wusstet ja, wo ihr nach der ersten Runde steht. Ja. Und bei der letzten Runde gab es ja dann nochmal die Kombination. Ja. Und da habt ihr ja beide falsch gehabt. Ja. Ich habe halt den Fehler gemacht, ich habe verschiedene Finger genutzt. Ja. Und dadurch war halt, weil ich dachte, okay, wir sollen einen Point, dann rufst du mir zack, 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 fertig. Und was man halt auch sagen muss, dass bei den Pads, wo ich diesen riesengroßen Fehler gemacht habe, diese Stauchhärte ermittelt habe. Und dieses Medium-Pad halt ultra weich. Wirklich ultra weich ist, wo man denkt, okay, ultra weich muss soft sein. Ne? Und du hast halt mega gut reagiert. Ich mir so gedacht, also ich stand da und als er rüber gerieben hat, wusste ich schon, okay. Shit. Weil man hat es richtig so gehört, so dieses dann denke ich so, nein. Das war das, was ich im Workshop immer sage. Ne? Stauchhärte ist ganz nett und gibt manchmal einen Indikator, aber am Ende gerade Kochchemie ist halt gemein. Ne? Also wenn du jemandem ein Finish-Kochchemie-Pad ohne Relation in die Hand gibst, sagst du ja, das ist ein Cutting-Pad. Von der Härte. Ne? Guck dir das Manzerla Cutting-Pad an. Deswegen sage ich total recht dagegen. Und das war halt auch so der Punkt. Ich habe mich jetzt an die P601 orientiert, weil die ist nämlich eigentlich so von der Dichtigkeit vom Pad. Das ist so extrem dicht. Und dann dachte ich, Mensch, das fühlt sich so dicht an, das muss doch diese 6 sein. Ja, hätten wir auch gehabt. Hätten wir auch gehabt. Aber wir haben uns dann für die ausschließlich Lackpolituren entschieden, ohne Versiegelungsanteil. Ne? Ich fand das Quiz fantastisch. Also das hat mir fast am meisten Spaß gemacht. Für nächstes Mal, wir haben natürlich auch immer eine Lernkurve. Also nächstes Mal wird der eine falsche Antwort gegeben hat, bestraft mit einem Minuspunkt. Also und was halt auch noch, also vielleicht noch ein bisschen mehr Fahrzeugpflege. Ne? Also, dass man so das Verhältnis zwischen Klamauk und Fahrzeugpflege vielleicht noch mal ein bisschen schiebt. Also wir haben die Fragen gestern Abend noch so ein bisschen entwickelt. Es war gar nicht so einfach, da wirklich sinnige Fragen für zu finden, weil und letzte Lernkurve vielleicht, dass wir auch den Buzzer hören. Wir haben ihn immer nur hinten aus der Regie quasi mitgehört und der war halt echt leise und Paul war ja teilweise irritiert, hat den Buzzer drauf gehauen. Obwohl der hat ja funktioniert, ne? Das war ja nicht das Problem. Ja. Aber auch Quiz halt mega gehört dazu, macht Spaß. Nimmt mal ein bisschen so dieses Machen raus, ist ein bisschen... Fand ich eigentlich noch mit so am entspanntesten, klar, wenn man so guckt. Aber, wie gesagt, deswegen war ja zum Schluss so nur noch mein System, okay, du liegst 2 Punkte hin, egal was du jetzt machst, du musst einfach raufhauen, auch wenn die Antwort nicht sag halt, weil das ist deine letzte Chance zu gewinnen. Hätte man nicht gemacht, wenn man halt gesagt hätte, okay, nee, Moment, wenn ich jetzt falsch antworte, kriegt der andere einen Punkt oder der andere muss korrigieren. Genau. Ist halt immer so, aber ansonsten war Quiz, Quiz muss ich ganz ehrlich sagen, war schon so mit, fand ich auch klasse. Ja, da kommt jetzt das Spiel, was nicht enden wollte, gefühlt. Das war leider tatsächlich ein bisschen zu lang. Ja. Wir können mal kurz reingucken. Die Brillen sind geil. Für jeden Richtigen gibt es einen Punkt, oder was? Wo ist er? Ja. Okay. Darf ich Nico geben, oder? Du darfst den gerne Nico weitergeben, genau. Ich habe die ganze Zeit getoucht und versucht, was gibt er mir das Ding? Eigentlich schwer, das ist, wenn du als Zuschauer so guckst. so schwer, wenn du guckst, so aus Zuschauerperspektive denkst, Mann, bist du Mann, bist du blöd. Aber bei dem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, also egal wer der soll sich vor mir herstellt. Also das Einzige, was klar war Bubblegum. Leder war überhaupt noch irgendwas anderes, wo du gesagt hast, Leder war krass. Kokosnuss war mir relativ klar. Aber Kokosnuss im Nachhinein und so, oder Kirsche, so, weil man so diese penetranten Gerüche kennt. Aber zum Beispiel so Apfel, einen typischen Apfel, der riecht. Was halt immer noch helfen würde, ist halt, wenn du dabei die Namen liest, ne? Dann kannst du halt so ein bisschen im Kopf abschleichen. Ist es Erdbeere, ist es jetzt Pfirsich? Vielleicht könnte man das noch so in der Richtung manipulieren, sag ich mal, dass man nicht den Duftbaum sieht, sondern nur riecht. Und dann auf die Liste gucken kann. Vielleicht eine Kiste packt, ne? Die hat oben eine Öffnung und dann steckst du nur die Nase rein oder so. Ja. Oder man nimmt halt den Duft als Fläschchen.
Aber mal gucken. Aber das ist halt Multiple Choice fertig aus. Oder so. Antworten, wer die richtige hat. Ne? Also ich sag mal, zwischen Sommer und wobei bei Arctic hängen wir so, nein, ich warte die ganze Zeit so auf diesen Duft. Genau. Und so Mentholbonbons oder so ein Eis. Du schreibst diese Arctic auf und die Dinge. Verstehe. Warum hast du jetzt nicht diese Arctic aufgeschrieben? Also ja, das Spiel war leider wirklich... Das war ein bisschen zu lang, ja. Und ich muss tatsächlich sagen, das nächste Junge, Spiel... Ich sitze ja wie so ein Rapper aus Berlin, sitzt da wie ein Homo. Also das nächste Spiel hat mir einfach richtig Spaß gemacht, weil es wirklich eine echte Herausforderung war. Und auch die Zeit wirklich mal gedrückt hat. Ne? Ging gar nicht. Zu mischen. Und selbstverständlich werde ich es nicht bewerten, ob die Farbe richtig ist, sondern das überlasse ich natürlich gerne den Lars. Ich war komplett überrascht, dass ich überhaupt irgendetwas getroffen habe. Und der Scanner war natürlich cool. Ne? Ja. Wir haben eine Objektivierung, nicht, dass Lars entscheiden muss und dann wird wieder diskutiert, sondern wir haben eine Zahl. Die hat gesagt, näher dran, weiter weg. Ja. Ich will bei mir ja nicht gucken, wie wüste da. Da sieht man schon Ordnung versus, Clipper einfach die Farbe zusammen. Paul, bei dir fand ich einfach so geil. Du hast so geguckt auf den Tisch und dann so... Und dann einfach so... Aber weißt du, was lustig ist? Wo ich versucht habe, über dieses Farbrad, weil ich es ja noch nicht gemacht habe, also nur immer beim Lernen, so, über Farbrad denke ich mir so, nein, das kann nicht sein. So. Aber durch diese Farbe-Mischen beim Lackieren hast du ja immer irgendwo diese Dinger und du weißt halt so, guckst so, ne? Mhm. Es kann nur noch ein bisschen so in die Richtung. Und sobald ich angefangen habe, dieses Farbrad zu nehmen, denke ich, ey, Mann, kann doch nicht sein. Also ich wieder wahllos so, zack, komm, mach ein bisschen heller, mach ein bisschen Dings. Ja. Und ich sag mal so, dafür, dass, also es ist ja schon halbwegs so in die Richtung, ich meine, dass es nicht passt, völlig klar. Leder könnte irgendwelche anderen suchen. Aber bei Endspiel war ich im Tunnel, ne? Also ich war wirklich, hat man in der Aufgabe gemerkt, du warst richtig krass fokussiert. Ja. Farben sortiert, vorher rausgesucht, zack. Ich habe nur rechts rüber geguckt, ich denke mir so, okay, das sind nicht die Farben, die ich jetzt genommen habe, aber wir gehen wahrscheinlich in die... Ja, mal gucken. Ne? Ja, viele Wege führen nach oben. Ne? Also das Spiel hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. Fand ich wirklich gut. Was aber auch Spaß gemacht hat, war das letzte Spiel. Ich finde, diese Art von Spielen, diese knackigen, einfach so ein lockerer Abschluss, raushauen, so die müssen wir noch mal. Das muss ich mir jetzt noch mal angucken, weil ich habe schon den Kameramann da gesehen und dachte, das sieht bestimmt cool aus, wie er das wirft. Dann müssen wir uns mal auf jeden Fall mal bei der letzten Runde oder bei der die zweite Runde ist super. Mal angucken, wie das Polierpad da fliegt, sieht bestimmt witzig aus. Ja, du hast Frisbee. Ja, das wird jetzt schon schwierig. Also ich würde mal so schätzen, Distanz ungefähr. Ich habe versucht von oben, ne? Ja, da war ich auch überrascht, dass du das so versucht hast. Ja, aber guck mal, so, es war so, und dann dachte ich mir so, ey, das hat sich so blöd geworfen, so, aber dann denken wir so, verdammt. Und dann von unten war auch noch mal, der war... Erstaunlich, dass man beim ersten nur oder ich gar keine und du nur eingetroffen hast. Ne? Da dachte ich auch so, scheiße, ey. Diese blöde weiße Pet hat hier war die Chance, ey. Dinge ist. Wirklich haarscharf vorbei. Ach cool, mit den Grafiken, Wahnsinn, das haben wir alles gar nicht so mitbekommen. Ich hätte so geworfen. Also Lars hat auch vorgeschlagen. Ja, genau. Hochkant. Gerade beim Weiten wahrscheinlich gut gewesen. Ja. Bei dem habe ich gedacht, okay, er schmeißt sie zum Mond, weil durch diese Frisbee schmeißt du ja immer einen Bogen. Aber hat sich eigentlich zum Schluss als beste Variante raus, weil voll krass. Und beim... Guck mal, da stehen überall X bei mir. Ja, weil du... Nee, das ist jetzt die zweite Runde. Genau. Die zweite Runde. So ist genau. Ja. 3 Würfe, kein Treffer. Und beim letzten war echt so, mit dem Frisbee hat schon, aber das ist halt Glückssache. Bei dem Lederspiel, das hat mich, also da muss ich sagen, hat mich schon gewurmt, so, weil ich mir denke so, was hast du noch nicht gemacht? Das geht aber so in die Richtung und als ich die erste Runde dann so gewundert habe, der war ich on fire. Da habe ich gesagt, jetzt kriegst du, wenn du jetzt die zweite Runde hat uns noch beide gedämpft. Ne? Aber da habe ich so gedacht, wenn du ihn jetzt kriegst, weil dann wird es nämlich nochmal richtig interessant. Dann hätten wir beim letzten Spiel nämlich beide richtig... Stimmt, das wäre ja so ein Matchpoint quasi gewesen. Da haben wir nochmal... Ja, ist halt so, ne? Ja. Aber ja, abschließend kann ich glaube ich sagen, hat wirklich Spaß gemacht, das Event. Eine Anmerkung noch, da wirklich etliche geschrieben haben, ob so das T-Shirt, ob es zu gewinnen gibt oder nicht. Es wird hier bleiben. Nico darf es waschen, damit er es nicht mit vollen Angstschweiß hier bekommt. Und dann könnt ihr das natürlich hier verlosen. Wir das, das möchtet, ne? Muss aber dazu sagen, dass es ziemlich eng sitzt, weil der Druck hier wirklich im letzten Moment über verschiedene Firmen geht. Aber wie gesagt, wer da Interesse hat, das T-Shirt bleibt hier und ihr könnt es einfach dann... Genau, können wir vielleicht auch dieses Video als Aufhänger nutzen. Genau. Würde ich auch sagen, schreibt einfach mal in die Kommentare, was wollen wir reinschreiben? 1 in Chat. Was für ein Ding? 1 in Chat. 1 in Chat? Ja. Du bist kein Livestream-Gucker, oder? Nein, kein Munter. Einfach eine 1 in die Kommentare schreiben. Okay. Pass auf, wir machen beide noch eine Unterschrift drauf. Ja. Und dann geht das. Wir alle 3 machen eine Unterschrift drauf. Genau, Unterschrift und dann geht's ab. Ja, vielen Dank ans Team, das passt ganz gut. Genau. Danke, dass ihr da wart, hat Spaß gemacht. Geil. Wir sehen uns. Und wir sehen uns auch, würde ich sagen.
Danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen. Voll geil. Schaut nochmal einen Livestream, guckt euch das ganze Ding nochmal an. Es gibt in die Spiele rein, guckt euch das an, hat wirklich Spaß gemacht. Ja, genau. Danke Marvin, du warst grandios. Danke Lars, danke Timo, danke Mo, danke Team und danke an alle. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao.